Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Heute will ich mal was anderes für euch machen, nämlich Puffreis. Der Puffreis ist schon fertig, aber der Überzug quasi nicht. Und den machen wir mal zusammen. Das schmeckt dann so ähnlich wie Nippon, nur halt ohne Schokolade. Und was wir dafür noch brauchen, zeige ich euch einmal. Ich habe extra hier die Tasse genommen, weil die nehme ich als Maßeinheit quasi. Eine Vierteltasse Butter, eine halbe Tasse Zucker und eine halbe Tasse Honig braucht ihr noch dazu. Und ein Herd, wo ich schon mal die Platte anmache. Da tun wir nämlich jetzt in den Topf die ganzen Zutaten rein. Zum einen die Butter. Ja. Na, da hört wieder was. Dann den Zucker. Und den Honig. Die andere Butter, die hier auf der anderen Platte steht, die brauchen wir gleich zum Einschmieren. Zum Einfetten der Form. Genau, danke. So, das müssen wir dann jetzt einmal warm machen, erhitzen. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal die Form einfetten. Ja. Die Hunde haben wieder Spaß. Ist warm hier. Dann ich mache das immer mit dem Küchentuch. Man kann es auch mit dem Pinsel machen. Oder mit den Händen. Ach, jetzt fällt mir wieder ein, was ich vergessen habe. Ihr braucht, was heißt ihr braucht? Also ich benutze gleich noch so ein Stück Backpapier, um das nachher in die Form zu pressen, weil es mit dem Löffel oder mit dem Teigschaber ein bisschen blöd ist, weil das so klebt. So, mehr ist das eigentlich nicht. Backpapier habe ich geholt und windsicher hier weggepackt. Jetzt müssen wir nur noch eigentlich kurz warten, bis das anfängt zu köcheln. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Und dann gucken wir weiter. Das Ganze kocht. Jetzt stelle ich mir den Timer auf 3 Minuten. Länger sollten wir das dann auch nicht köcheln lassen. Ich mache mal ein bisschen kleiner nochmal. Auf 1 reicht da. Muss da nur ein bisschen köcheln. Und dann müsst ihr gleich relativ schnell arbeiten. Ich das auch schon mal da rein. Meine Hunde sind immer dabei, egal was irgendwer sagt. So, der Timer ist jetzt gleich abgelaufen. Das wird heute mal ein relativ kurzes Video, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich wollte euch das unbedingt zeigen. So, jetzt Koch mit Hindernissen. Jetzt die ganze Masse in den Puffreis kippen. Wie gesagt, relativ zügig. Und vermischen. Ich weiß gar nicht, wo man das in Deutschland kriegt, diesen Puffreis. Also spätestens im Reformhaus werdet ihr den garantiert kriegen. Hier kriegt man den im Supermarkt. Aber ich verlinke euch den auch mal, wenn ich den im Internet finde. Fängt schon wieder an schwer zu werden. Aber da müsst ihr dran bleiben. Ich stelle den einmal in die Sonne. Da bleibt das noch ein bisschen länger flüssig. Eigentlich nur wie einen Salat durchrühren. Ja, man merkt das. Wir haben den die Tage versucht, über dem Feuer zu machen. Ist leider nicht ganz so gelungen, weil ich es nicht geschafft habe, die Hitze konstant ein bisschen tiefer zu halten. Wenn ihr das schafft und es euch zutraut, könnt ihr mir das aber gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auch mal interessieren. Wir haben es jetzt auch nur einmal versucht. Heute die Hitze ist auch schon mehr gut hierfür. So, wenn ihr meint, dass das alles gut vermischt ist, ne, könnt ihr das nämlich jetzt gleich in die Form kippen. Mache ich wieder im Schatten.
Einfach alles da rein. Nach Möglichkeit ganz da rein, nicht daneben wie ich. Ey, danke. Ja, wir nähern uns im Sommer. Gerade hat die Kamera den Geist aufgegeben. Jetzt haben wir mal mein Handy genommen. Ihr müsst das eigentlich jetzt alles nur hier so ein bisschen glatt streichen. Normalerweise klebt das auch mehr hier dran. So, und jetzt mache ich das nämlich mit dem Backpapier. Ich drücke das feste, also presse das. Ja, ich kriege es jetzt nicht perfekt hin. Der ist jetzt ja dicker als Nippon. Aber also wir finden das gut. Was ich gerade noch vergessen habe zu sagen, das sind ungefähr 125 Gramm Puffreis gewesen. Wir warten jetzt, bis er abgekühlt ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Puffreis sollte jetzt eigentlich soweit sein. Ich musste den noch mal ein paar Minuten im Kühlschrank stellen, weil hier leicht warm ist. Aber ja, dann seht ihr, dass der fertig ist. Wenn ihr den so rausnehmen könnt. Dafür ist nämlich auch die Butter da. Jetzt könnt ihr den ganz super schneiden im Normalfall. Solltet ihr mit dem Messer nicht durchkommen. Das liegt wahrscheinlich am Honig. Könnt ihr einfach könnt ihr einfach das Messer heiß abwaschen. Und dann klappt das. So. Da geht es flöten. Die Stücke könnt ihr jetzt natürlich so groß oder klein schneiden, wie ihr das haben möchtet. Ja, ich hätte doch eine andere Form nehmen müssen, weil dann wären das doch nicht so Batzen geworden. So. Aber wir essen das gerne, weil da sind große Stücke perfekt eigentlich. Gut, Martin beschwert sich ab und zu mal, aber das ist mir egal. So ein bisschen schön in Form machen und dann ist das super, super lecker. Und jetzt noch die letzten beiden. Um die Krümel, da wird sich garantiert der Martin sehr gerne nachher drum kümmern. Jetzt, welchen probiere ich? Ich nehme den, der ist schön groß. Richtig geil. Ich habe jetzt leider die Problematik gehabt mit der Hitze. Es ist halt durch den Honig nicht so wetterfest, weil es ist richtig heiß hier. Also was sind heute 37, 38 Grad. Deswegen, da kann das schon mal schmelzen. Aber normalerweise, wenn ihr es in Deutschland oder wo auch immer in der Wohnung macht, wo, weiß nicht, 20, 25 Grad sind, da ist das super. Und da hält sich das auch relativ lange. Ich würde es nur in eine geschlossene Packung auch tun, weil sonst könnte es sein, dass der Puffreis schummrig wird. Das kenne ich sogar auch noch von diesem Nippon. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war zwar kurz das Video, aber erwähnenswert trotzdem. Ich liebe diese Puffreis-Dinger, Batzen. Ihr könnt das auch kleiner machen. Wenn ihr es mal ausprobiert, über Feuer zu machen und das klappt, schreibt es mir bitte wirklich in die Kommentare, weil das interessiert mich. Ich werde es aber definitiv auch noch mal versuchen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!